Idziemy przez miasto Nazaret. Mal gehen wir drin, ich zeige, wo die Toiletten sind, dann treffen wir hier unten und dann machen wir die ganze. To jest kościół, będziemy zaraz wchodzić do niego, zobaczymy co nam opowie, który się znajduje, drugi kościół w mieście Nazaret. Auffassung, das war überall in Nahen Ost. Damals Leute haben versucht, irgendwelche Höhlen, die Gebirge zu finden, weil es war ganz günstig, dort zu leben. Das sollen wir später bei Josefkirche sehen. Nun, erst einmal, diese Kirche, jahrelang, die Engländer wollen es bauen, viele wollen es bauen, aber es waren immer Krawallen und Streit und alles, was möglich ist zwischen verschiedenen Kirchen. Nun, in den 60er Jahren, Anfang 60er Jahre, als bei Abkommen von dem Papst und der Archimedrit von Jerusalem, dass sie sollen die Kirche bauen, aber zwei Bedingungen. Da soll es kein Christen bauen, weil die Christen haben immer Interesse, wir können etwas Unrecht machen. Und sie sollen in Bezug auf keine eigene Auffassung für verschiedene Kirchen, das heißt keine katholische Auffassung, kein griechischer Auffassung und so weiter. So deswegen, in Israel gibt es Religionsministerium, die Geld gibt für alle Religionen, verschiedene Religionen, Kirchen, Synagogen, Moschee, alles. So deswegen, diese Kirche wurde von dem israelischen Arbeitsministerium gebaut und deswegen in Bezug auf sehr moderne Auffassung. Das heißt, dass man nicht sehen, dass hier eine katholische Kirche, eine orthodoxe Kirche, eine evangelische Kirche ist. Nein, überhaupt nicht. So das alle sind in Zement gebaut. Beton. Und hier war auch deswegen die ganze Kirche war alles aufgebaut. Okay, wir gehen langsam erst einmal die Mosaik. Ja. Drin zum Beispiel Österreich ist neben dem Altar. Und die Deutsche, das ist ganz interessant, was hier zu sehen ist, denken Sie, das ist 60er Jahre. Aber damals, die Deutschen haben eine Sondergenehmigung gekriegt und haben die einzige Kapelle hier, das ist die deutsche Kapelle, heißt Germania. Rumänien. Вставайте и кричите, вот они здесь вокруг все.
30 years old, and he is Mr. John Baptist. When he was 3 years old, he went to Philip.
Teraz dochodzimy do kościoła świętego Józefa, to jest jego Ja, sehen Sie, was der Herr gemacht hat. figura. So, Leute. Kommen Sie hier bitte, es gibt noch Platz. Ich kann schon sehen. The complex of St. Joseph, okay? So, das ist die Franziskaner. Das ist kein Archäologe, sie waren kein Archäologe von der Hebräischen Universität, da war es die Franziskaner schon. Nun, wenn Sie an Weihnachten denken, Sie denken über Josef Haus, wie sehen Sie Josef Haus damals gewesen war? Höhle, Hütte und so weiter. Aber die Franziskaner haben so ausgegeben, von der Kirche da bis hier unten. Und wenn Sie diese Beschreibung von Architektur von Josef Haus, das wäre hier erster Stock, zweiter, dritter, vierter. Das soll ein riesiges und sehr reiches Haus gewesen sein. Und warum? Was ist die archäologische Zeichnung? Erst einmal gibt es, alles ist auf Stein gebaut, sehr teures Material. Zweitens gibt es Treppen mit Mosaik, gibt es fließende Wasser und Toiletten. Ich spreche von mehr als 2000 Jahren. Nur die Aristokraten, die römischen Aristokraten, könnten ein solche Häuser haben. Okay? Und dieses Haus geht so weiter bis die Grotte da. Also das ist deren Auffassung. Ich glaube, dass deswegen der heutige Papst Franziskus nicht hier gekommen, weil das spricht die ganze franziskanische Tradition über Armut und so weiter. Ja? Und das ist hier unten. Gibt es eine Wasserquelle. So, das heißt, dieses Haus wurde auf der Wasserquelle gebaut. Das ist auch wichtig. Nun, die Treppen hier sind die Treppen für seine Arbeitsmitglieder. Und hier sehen Sie unten die 5 Meter. Das ist mal große Arbeit. Warum so geht das? War schlechter als die Straße für die römische Zeit 100 Jahre früher. Ja, so. Ich weiß nicht, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, Vulgata. Die Vulgata, wir sollen in Bezirken sein und dort heilige Hieronymus. Spinnen. Wyszliśmy tam z tych kościołów, idziemy ulicą Nazaretu w kierunku bazaru. Shalom, shalom, shalom. Welcome.
Die Geschichte von diesem Ort. Nun, erst einmal, so war es im 11. Jahrhundert, dieses Zentrum. Das war das Zentrum von dieser Zitadelle. Sie sind da oben, ja, da oben rechts, ja, so war die Gefängnis. Und unten sehen Sie, die Ausgrabungen haben hier angefangen. Sehen Sie, die Gefängnis während der britischen Zeit war hier da. Sie haben so alles so langsam ausgegraben. Sehen Sie, bis unten hier. Okay, so war es. So tief war es. Und sie haben alle diese Halle, was wir heute sehen, und sie gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Sie können. Da ist noch mal ein Fotoapparat, ja. Okay, kommen Sie hier bitte. Dann gehen wir, hier würde die Geschichte des ganzen Land Israel, Palästina gezeigt. Nun, was sind diese Höhlen in der Wand? 3000 vor Christus bis 1200 vor Christus. 1200 vor Christus sind die Kinder von Israel, von Ägypten, durch die Wüste ins Land Israel. Okay? Dann gehen wir hin. Und sie hat, die Sonne ist die Grabeskirche gesehen, sie haben die Heiliges Kreuz gefunden und sie haben auch die Grabeskirche gebaut. Auch die Geburtskirche in Bethlehem. So Jahre 324 sehr wichtig, das ist die Anfang von byzantinischen Zeiten, die christliche Zeiten. Ja, das ist die Zeit, wo ich spreche, 4. Jahrhundert, das haben die christliche Zeiten. So sehen Sie die Gefängnis, das heißt, da ist sie ganz unten im Keller, ja, und die Struktur, alles in Bezug auf damalige gotische Struktur, ja. Diese Metall, sie haben die ganze Boden, die ganze Wände unterstützt. Aber Sie kennen, das ist Original. Ja, das alles nur sauber gemacht. Ich euch sagte, überall, wo gibt es ein, sagen wir, ein heiliger, ein wichtiger Ort, überall war etwas früher gewesen war. Hier sehen Sie einen Tempel, ein kananitischer Tempel. Sehen Sie, dort ist ein Altar. Ein Altar, das ist ungefähr 3000 Jahre vor Christus, 5000 Jahre zurück. So, das heißt, als überall würde eine neue, sagen wir, neue Gebäude gebaut würde, es gibt immer unten etwas anderes. So, niemand hat hier etwas gebaut, sagen wir, nur Tel Aviv ist eine neue Stadt. Sonst überall, es gibt immer eine Schicht, eine andere. So, sehen Sie, ja, und dann sehen Sie später, wir sind die Stucco da oben, das war ein römischer Tempel. Ja, wegen des Stucco. Ja, das nur Glas, Arbeiter mit Glas. הספונית הזאת, כשהיא נכנסת לחום, היא הופכת להיות ממש כזה נוזלית. כן, würde ein Liquid sein. ואני הולך לעשות עכשיו חרוז. Ja. So. זה ממש חרוז עם חור כשאני מפרק אותו שם במים.
that for the neck, yeah? אנחנו פה 4 אומנים, Sind 4 Künstler והאומנים האלה שפה כל אחד יש לו טכניקה אחרת בעבודה. und jeder Künstler hier hat eine andere Technik. Okay, jede Sache, die können schon drin sehen. Das war kein Raum für die Templare, das war nur, wenn sie Gäste gehabt haben und Frauen. Ja, weil normalerweise die Templare gab es bei denen keine Frauen. Das waren sowieso Mönche, friedliche Mönche. Und sie dürfen keine Frauen. Aber hier waren zusammen mit Frauen getroffen und wir haben Bankette, der König und alle Aristokraten hier. Nur denen war. Nur hier, jedes Wochenende, normalerweise gibt es am Freitag Veranstaltungen und solche Bankette. Ja. Die Engländer haben es auch Deutsch. Ja, rechts sehen Sie der Kreuz von Malta und die Bild von Malta. Das war früher die Symbol von den Templaren. Ja? Und die Fische da unten. Ja, waren eine von italienischen Orden. Ja? Eine von Wir finden so Ritterspiele. Nein, hier sehen Sie das von anderen Seiten. Nein, Ja, und das war ein Spiel von der mit dem Pferd da oben was zum im Zimmer. Film gesehen haben. Ja, Ja. so das war der Spiel da. Die war einfach zu kalt zum Laufen. So, das ist keine Legende, das ist so war es. Also war praktisch die erste Foto aus. Kommen Sie bitte. Okay. Nun, sehen Sie diese 3. Ja, was für Bilder sind Sie? Was zeigen Sie? Okay, Leproso. Wir haben ein Bein, keine Hände. Das ist Lepra. So auf Lateinisch, Leproso. So, sehen Sie, das zeigen Sie die Krankheit, die damalige große Krankheit hier in Orient. Ja? Und das zeigen Sie. Nun, die berühmte Bild von Poussin, dass Napoleon geht zwischen seinen Soldaten, die liegen mit Lepra. Ja, es gibt ja eine berühmte. Und war hier hat er ein großes Pech gehabt. So 1798 ist zurück nach Frankreich gekehrt, ohne seine Armee. Man denkt, dass seine Armee erst einmal in Russland verloren. Nein, das erste Mal war hier. Das erste Mal hat seine Armee verloren, war hier. Tausende Soldaten, am meisten sind von Lepra gestorben und ist weg nach Frankreich und dort war er als Großimperator. Und dann kommt der Engländer, der Smith, und hat seine Flotte zerstört. Aber die waren trotzdem nicht gleich. Czy mogę po ziemi?
Labyrinth. Wie ein Labyrinth, ja, die verschiedenen Tunnel. Eigentlich genial, was Man wäre 15, 20 Jahre. Dort war eine Kirche, aber hier, das ist die hochinteressante Sache. Hier wurde Jesus als was gezeigt? Ja, als Pythagoras. Ja, ja. So deswegen, in Bezug auf deren Auffassung, Jesus war ein Baumeister. Ja, wie Gott hat die ganze Welt geschafft, Jesus hat in der Welt alles geschafft. Ja? So deswegen zum Beispiel solche Bild, ja, dass Jesus mit einer solchen pythagoreischen Auffassung, später die Frau Maur haben alle diese Symbole genommen. So deswegen, sie haben die Templer als das sind kein Christen. Gnostische Auffassung. Ganz klare gnostische, auch unten da. Ja? Ja, hier sehen Sie die Beerdigung von Lotte von Jung. Ja? Obwohl, sehen Sie die Kreuz dort, das ist ein richtiges Kreuz, das ist die Kreuz von dem Templarenkreuz. Noch etwas, das ist unrecht. Heutzutage die Franziskaner tragen die braune Kotte, ja? Aber damals wurden die weißen Brüder genannt. Die haben alle weiß. Die waren immer weiß. Alle, die hier waren, auf der anderen haben ein weißes Kleid auf die Ritter und auf roten Kreuz, ja? So, das war ganz anderes als die europäische später interpretiert haben. Rosenkranzen und alle verschiedenen Sekten und mystische Sekten in später gesehen. Auch die spätere Tarot benutzen dasselbe, alle benutzen dasselbe Symbol. Aber damals, weil sie haben dieses Symbol auf die Basis auf deren Glaube, dass deswegen sie waren Gnostiker in Bezug auf die katholische Auffassung.
Laufen? Nein, kommt der Reiseleiter. Lass mich den Reiseleiter. ימיו של מסדר הפנדלן, קרים ועופרים מן העולם. בתוקף צבע המופלא. Są tunele pod miastem Akka, które zostały niedawno odkryte. To była הביא מטען תקפות גדול מכפי שאפשר היה לממשו. Wir müssen weiter dort. Diese Meeresmaske. To jest port w mieście Akka. To jest jeden z największych portów w Izraelu. Haifa się nazywa. I tu ma być, jak widać w głębi, bardzo ładny ogród.
Aber früher war es. Wir wollen über die Jordan fahren, dort war Erdbeben, ja. Aber nee, das ist nicht hier. Dort ist der Grab. Und wir haben dort unten, man sagt, das ist ein sowjetischer Bunker gebaut. No. Sicher, immer noch. Ist gut, ne? Das ist zu gegründet. Hier steht auf Hebräisch, das ist Jerusalem. So in Jerusalem auch gibt es viele Gebäude, das die Rothschild gebaut haben. So das alles sind vor mehr als 120, 130 Jahren verschiedene Dörfer. Heute sind ein Teil sind schon Städte, die die Rothschild Geld gegeben haben. Okay? Gehen wir ein bisschen unten da. Jahre und überall in der Welt verkaufen dieses System. Die sollen es besonders in der Wüste sehen. Dem ganzen Gelände, das ist ein Nationalpark. Es gibt sehr viele Nationalparks in Israel. Ja. Eigentlich die 94% vor, okay, dann sollen hier unten kommen, da soll ich noch etwas erzählen. Wir sind auch in Olivenland groß geworden. Alles Fake News. To jest stare drzewo oliwkowe. Jak opowiedział przewodnik, ma około 1200 lat. Jeszcze zielone ma. Erste die Idee, hat Mann da, sehen Sie, Lord Balfour. Okay, hat Lord Balfour gezwungen 1917, dass der englische Königreich soll die Juden unterstützen, wieder ihrem Haus im damaligen Palästina als ihr eigenes Land zu bauen.
Eigentlich, es war Lionel Rothschild mit Lord Balfour. Lord Balfour war der Außenminister von England in 1917. Er hat zusammengearbeitet mit Chaim Weizmann. Ja, der war auch der Begründer von dieser Bewegung, zionistischen Bewegung. Damals in England. Ja, er war auch in England, alle waren in England und deswegen. Przyjechali do tego punktu, gdzie Jezus był chrzczony w rzece Jordan. Ich mache dann da das Hauptding. In Deutsch die Geschichte, die auch von der Taufe Jesu. Ach ja. Nee. Zobacz tam. Ja? Und sie glauben in Bezug auf Johannes Apokalypse, dass diese Johannes Apokalypse soll heutzutage ja, in Wirklichkeit verwirklicht werden. Ja? Und in Bezug auf diese Auffassung steht es, wie so sie interpretieren, dass am Ende des Tages die Juden sollen zurück für ihr heiliges Land zurücktreten und dort soll ein Krieg geben zwischen Juden und Welt und deren Auffassung, das ist Israel und Muslim und am Ende des Tages alle sollen sterben und die Christen sollen zum heiliges Land kommen. Okay, das ist die Auffassung. Ihr seid schon hier, ja gut. Deswegen, die Feiern, Sie können sehen, jedes Weihnachten im Weichhaus gibt es einen Weihnachtenbaum und es gibt auch diese Menorah. Ja, das ist nicht Menorah, das im Tempel war, das soll in Jerusalem sehen. Das ist ein Feiertag mit Nein, das ist Chanukka. Chanukka, das heißt, da war ein Krieg im Jahre 320 vor Christus zwischen Juden und Griechen und am Ende, die haben die Tempel wieder erneuert und sie haben kein Öl gefunden. Und sie haben eine kleine Kanne gefunden und diese Kanne hat vor 8 Tagen gebrannt. Das ist normalerweise Chanukka, Weihnachten, geht immer an dieselbe Tage. So deswegen, die Tora, das ist für die neues Jahr, alles, das ist für Shabbat die Wein, die machen alles zusammen. Ritual bei denen, ist eine Mischung, ja, das ist für Christentum, Judentum, verschiedene andere Sachen. Hat sich der jetzt getauft oder gewaschen? Bitte? Hat sich der jetzt getauft?
To jest rzeka Jordan. I tutaj można się ochrzcić w tej rzece. W tej chwili wjechaliśmy na teren Palestyny. Tam w oddali widzimy już palestyńskie wioski. Droga ta jednak jest używana przez Izraelitów i przez Palestyńczyków. Nun, jetzt ist viel besser. Sehen Sie die andere Seite, ist Jordanien. Diese Straße läuft ganz neben die Grenze mit Jordanien. Mehr Land und Wasser und sie brauchen wir es nicht. Die ganze Welt gezeigt und dort gibt es ein palästinensisches Geschäft und sie haben dort frische Daten. Das ist die günstige Geschäft überhaupt, weil Jericho ist eine sehr arme palästinensische Stadt. Das dauerte noch 20 Minuten und dort machen wir im letzten 5 Jahren Jericho ist doppelt so viel groß geworden. Aber trotzdem, es ist keine große Stadt geworden. Jesteśmy w mieście Jericho. To jest dokładnie w Palestynie. اخت شتايني يا ريت شتايني مساوي اجابي جانا بدويني هربوا ما يقدرش هربوا كثير No. No woman. No woman, no cry.
Manu no. No, Woman. no, klar. Aber er sagt so. ما كدش المقدمة تبعت الكرونية. Ja, das ist der letzte gute Mal. Wohin, das ist der letzte. Ja, okay. Gleich und lösche. Ja, ja. Links sollen wir die Toten Meer sehen. Hier links kommt der Jordan zum Ende und die Toten Meer fängt an. Ein neuer Morgen geht über unserer Gemeinde Jachat auf. Wir kamen hierher an den Rand des Landes, an die Gestade des Toten Meeres, von Jerusalem, Galiläa und den Ebenen. Wir ließen Familien, Freunde und Arbeit zurück, um an den Ort zu kommen, an dem wir uns reinigen und angemessen auf den Endkampf vorbereiten können. Jeder Jude, der mitkam, tat dies, um sich dem rechten Weg zu nähern und sich von den Söhnen der Finsternis fernzuhalten, schlechten Menschen, unter denen du sogar Hohepriester aus Jerusalem finden wirst. Wer an unseren Weg glaubt, ist Sohn des Lichtes, und wenn der Endkampf beginnt, werden alle unsere Gegner zerstört werden. Inzwischen aber sind wir hier. Hier an diesem heiligen Ort kann niemand uns davon abbringen, Gott zu dienen. Wir besitzen nicht viel, und das wenige, das wir haben, teilen wir miteinander. Der gute Gott gibt uns alles, was wir brauchen, selbst in dieser öden Wüste. Heute Morgen, wir arbeiten gerade in den Dattelpalmen, kam ein Nachbar aus dem 5 Wegstunden entfernten Enot Kaneh vorbei.
Er erzählte uns von dem bitteren Ende eines gewissen Johannes des Täufers, dem König Herodes den Kopf hatte abschlagen lassen. Plötzlich erinnerte ich mich. Unter uns weilte einst auch einer mit Namen Johannes. Vor Jahren kam er zu uns und wollte bei uns mitmachen. Jeder neue Kandidat durchläuft eine gründliche Prüfung und ist da einmal für eine Studienzeit angenommen, arbeitet auch mit uns mit. Nach 2 Jahren, kurz bevor er Vollmitglied werden sollte, erhob er sich, brach sein Gelübde gegenüber Jachat und ging fort. Zweimal täglich baden wir zusammen im Reinigungsbad, um in den reinen Wassern geheiligt zu werden. Nach dem Bade versammeln wir uns zum Essen. Zuerst kosten wir von einem Brot, das die Hohepriester für uns bereitet haben, dann von dem Wein. Wenn wir uns an unsere Abendarbeit machten, schrieben wir die Worte des Hohepriesters nieder, die den Herrn beschrieben, der die Geister des Lichtes und des Dunkels schuf und der darauf alle Taten begründete. Das Erste liebte Gott zutiefst, jede seiner Handlungen war ersehnt. Das Zweite und alles, was es einschloss, verachtete er für immer. Zum Ende des Tageswerks badeten wir erneut und nachdem wir uns gereinigt hatten, versammelten wir uns zum Abendmahl. Wir essen in ehrfurchtsvoller Stille, selbst wenn uns beunruhigende Gedanken bedrängen. Nach dem Mahl stand ich auf und bat um die Erlaubnis zu reden. Ist es möglich, dass der ermordete Mann, von dem unser Besucher berichtete, der gleiche Johannes war, der bei uns war und uns dann verlassen hat? Es ist nicht der gleiche Mann, antwortete der Hohepriester. Und wahrhaftig, es würde uns besser anstehen, die Heiligen Schriften zu studieren, als unsere Zeit mit ihrem Geschwätz zu vergeuden, das nur den Geist von Jachat verdirbt. Der Ärger des Stand war so groß, dass eine Bemerkung zu meinen Ungunsten im Buch eingetragen wurde. Nach dieser Bestrafung beruhigte sich die Stimmung. Wir nahmen unsere Studien so wie jede Nacht wieder auf, bis ein Drittel der Nacht vorbei war. Von diesen Dingen aber darf ich Ihnen nichts erzählen. Wir dürfen unsere Geheimnisse niemandem enthüllen. Allein wir, die Söhne des Lichtes, sind befugt, an den Geheimnissen von Jachat teilzuhaben. Nur so viel kann mitgeteilt werden. Alles ist vorherbestimmt. Es gibt keinen freien Willen. Schon vor Anbeginn der Schöpfung stand geschrieben, dass du irgendwann in der Zukunft diese Worte hören und sehen würdest. Es ist Gottes wundersamer Plan, der dich heute an diesen reinen und heiligen Ort gebracht hat. Und, so Gott will, werden dir die Geheimnisse vielleicht enthüllt werden. Im Jahre 68 nach Christus, kurz bevor die römische Armee in diesen Teil des Landes ankam, versteckten Mitglieder von Jachat ihre Schriften und verbrachten sie zur Sicherheit in die uns umgebenden Höhlen. Erst 1900 Jahre später wurden diese Schätze zufällig gefunden, in Gefäßen, die jenen gleichen, die sie vor sich sehen. Euch, was hier zu sehen ist. Ja, eigentlich auf Hebräisch Jachat, auf Deutsch heißt es zusammen. Okay? Eigentlich sie waren die ersten Mönche und warum ist sie so wichtig, insbesondere für die evangelischen Theologen? Weil was steht, erste Beispiel, was steht zum Beispiel im Johannesevangelium, das ist direkt, was in diesem Manuskript gefunden haben. Die Johannes-Apokalypse, die zweite, dass es auch hier gefunden ist. So, das heißt, was würde hier vor 2200 Jahren geschrieben ist, später würde über Johannes und später, man denkt auch, der Jesus war auch hier, weil
weil in Bezug auf deren Auffassung sie waren auch Healers. Ja, Healer, das haben ja mit dieser naturalen Medizin, ja, und sie waren ganz gut. Nun jetzt gehen wir und ich zeige am Ende dem Ort, wo diese Manuskripte gefunden sind. Okay? Kommen Sie bitte. Okay, kommen Sie hier bitte, Leute, diese Richtung da unten. Nun, wie steht es in der Bibel, die dritte Buch von Moses, Tora, die Leute, das sagen wir so das erste Mal, die Frauen nach der Periode sollen sich zu dieser Mikve gehen, das ist ein Bad, jüdische Bad. Jüdische Bad war immer dieselbe Struktur. 7 Stufen so, Sie sollen Metzada sehen, überall sehen. So, wenn wir finden solche Bad, das heißt, dass hier war eine jüdische Gemeinde. Okay? Klar. Nun, diese Leute waren ziemlich verrückt. Jedes Tag, sie haben sich, sagen wir 10, ich weiß nicht wie viel Mal, haben sie gewaschen. Warum? Weil sie dachten, dass der Messiah soll jedes Moment kommen und sie sollen ganz rein vor dem Messiah sein. Das war deren Gedanke. Okay? So deswegen. Nun, wenn sie haben gegessen, sie haben auch sich gewaschen. Danach, wenn sie sollen diese Manuskripte kopieren, dann doch, sie sollen sich waschen. Das ist, sollen ganz rein sein. Die Manuskripte selbst, sie sagen nicht in diesem Film, sie haben es von Jerusalem von die Bibliothektempel geschmuggelt. So, sie haben mehrere Manuskripte. Warum haben sie es gemacht? Sie dachten, das ist Ende der ganzen Kultur, Ende des Menschheit. Warum eigentlich? In Jerusalem damals, von der griechischen Zeit. Während dieser 10 Tage während des Jahres, ich habe genug Wasser für das ganze Jahr. Okay? Dann kommen Sie hier. Jetzt muss mal geregnet haben, er ist noch ein bisschen feucht. Kommen Sie bitte hier, diese Richtung da. Das war eine Schatzkammer. Ja, warum waren sie so reich? Es gab hier viel Geld, aber hier viel Geld gefunden. Weil jede Person, diese Person, wenn er wollte, ein Teil von dieser Gemeinde Mitglied sein soll, dann er soll seine eigene, die ganze, was er hat, wenn er von einer reichen Familie kommt, er hat alles zu der Gemeinde gegeben. So, die ersten Kommunisten, sie waren hier. Ja, sie haben alles zu dem Staat, nicht nur dem Staat, zu der Gemeinde gegeben. So, deswegen, sie haben viel Geld, sie haben viel Geld. Aber sie selbst, sie waren nur diese weiße Rocke und sie haben gegessen nur, sie waren Vegetarier, so nur diese Daten und Pita-Brot. Das wäre ja. Brot und auch sie haben hier. Das ist die ganze Richtung. Und das sind die Kanäle, ja, Aquädukt.
Anfang ist. Sehen Sie unten da. Okay, sehen Sie, es gibt da oben diese Höhle, ja, kleine, ja? Da oben. Ach, da oben. Nee, hier unten, hier unten. Diese sind zwei, einige andere. So, eine Ziege war halt ein Junge und der hat mit seiner Ziege, ein Beduin, mit seiner Ziege hier in die Gebirge. Die Ziege ist untergefallen und er ist unten für die Ziege gegangen und er hat dort die ersten Manuskripte gefunden. Er hat seinen Vater und seinen Großvater gefragt, was ist das? Und die haben auch keine Ahnung. Sie haben ein Teil, ein Manuskript von Händlern bekommen genommen, weil sie waren Analphabeten. Ja? Und die Geschichte in Jerusalem, wir sollen die Schreine. Ja, ja. Und wann wurde, Teile auch. wann wurde die erste Schriftrolle entdeckt? 1947. 1947. Tam w oddali widzimy Morze Martwe. Nein. Das hier vorne war das schmal. Ehrlich? Du hast Hallus, du. Was war da Morgana, Hier du? vorne war das. Wczoraj przyjechaliśmy kawał drogi przez Izrael wzdłuż granicy z Jordanią i tutaj przyjechaliśmy do następnego hotelu niedaleko Jeruzalem. Jest to taka miejscowość, która jest na pustyni, ale to tutaj jest duży przemysł na tej pustyni, fabryki, kopalnie różnych metali. I to wygląda nasze nowe miejsce w hotelu. Są takie porzucane małe domki po całym terenie, nie jako wielki budynek. Recepcja tam jest, gdzie ta babka wychodzi. No, pogoda ma być już z kolei czwarty dzień super, 25 stopni, widać niebo niebieskie. Od 7 do 9 mamy śniadanie, o 9 wyjeżdżamy. Jesteśmy bardzo blisko Morza Martwego. Jutro mamy iść się kąpać w Jeziorze Martwym. Jesteśmy w tym drugim hotelu. Tam jest recepcja. Tu jest stołówka. Dzisiaj jest 5 marca, poniedziałek. Jesteśmy tutaj
4. dzień w Izraelu. Przyjechaliśmy do następnego hotelu, to jest drugi hotel z kolei, który mieszkamy, tak wygląda. Jesteśmy niedaleko Jeruzalem i Morza Martwego. No i tu cały ten prawie 40% terenu izraelskiego to jest pustynia. Jest to pustynia skalista, ale na tej pustyni jest dużo kopalń różnych metali kolorowych, minerałów. Są porobione osiedla specjalnie. Tutaj niedaleko jest bardzo duży jeden z największych w Izraelu elektrowni atomowej. Ten teren tam cały jest ogrodzony. Tutaj jechaliśmy z Betlejem, jechaliśmy wzdłuż palestyńskiej granicy. Tu stoi nasz autobus i o godzinie 9, za 15 minut jedziemy zwiedzać pobliskie zabytki. Ist von hier gekommen. Wir haben hier überall das schon am Ende 40er Jahre, das Werk außerhalb großer Städte. Bezahlt kein Steuer. Bezahlt kein Steuer. Zum Beispiel hier, die Leute bezahlen keine Steuer. Um diese Siedlungen, die Wüste zu unterstützen. So, das war die Idee dann. Und in Israel, die Steuern sind sehr hoch. So, das heißt heiße Wasser. Nur, wie soll ich sagen, diese Erfindung wurde hier dahin. Alle Länder der Welt, insbesondere China und viele andere Länder, das ist ein Zentrum der wirtschaftliche Zentrum, das ist sehr wichtig, um zu lernen, wie kann man die Wüste überwinden. Bei uns Wüste ist kein Problem mehr, schon lange her, nur wenn die Leute hier wohnen, die können hier kommen und überall, das ist kein Problem von Wasser, sie können genug Wasser finden. Das heißt nicht nur trinkende Wasser, sondern auch Wasser, das für Landwirtschaft gut ist. Okay? Das ist anderes. Ja? Okay, gehen wir hier. Möchten wir das Wasser hier? Ja. Bitte? Kommt das Wasser hier? Verschiedene Quellen. Ja, ja. Und wie tief muss man gehen? Tief, nicht so tief, das ist 200, 300 Meter. Also nicht sehr tief. Ja. 200 Meter finde ich ganz schön. Denken Sie daran, dass die Ja, von der Sektor, ja, nur die Verfahren mit Preis. Die hat noch einen ganz guten anderes. Ben-Gurion war ein großer, er hat immer Yoga gemacht und er war kein Typ und alles was die, sagen wir, alles was die Juden-Diaspora ja, geprägt haben, er hat immer gedacht, dass er Genstoff. אני אלך איתם, בסדר. אלך לשם. Und da haben wir an der Universität für Wüstenerfindung, sag ich mal, sind wir geschaffen. Ja. Habe ich verstanden? Ja. Ja, setzen Sie sich ein bisschen, dann werden Sie ein bisschen zurück zu der Schule. So, wir machen ein bisschen wie in der Schule. Ja, sehen Sie diese Lücke hier. Das ist kein, ja, und das ist immer kalt.
ja, obwohl in Mitte von Sommer und auch da oben, das gibt so eine Luftzeit, ja. Dieser Ort ist besonders für alle israelische Schüler, die kommen hier und sie haben Seminare und von denen, das ist ein Teil von ihr Curriculum, das heißt, was sie lernen. Und alles sicher das alle auf Hebräisch. Die einzige Sache auf Englisch steht hier. Ja, das ist seine Geschichte. Er ist in 1886 in Plonsk in Polen geboren und 1906, als er 20 Jahre war, ist nach Palästina. Er hat als Landarbeiter gearbeitet. Er war auch in אדוני, זה ממש חוצפה. ממש חוצפה. זה עולה כסף להיכנס. הם לא יכולים להיכנס ככה. הוצאתי אותך משם. Okay. Was ist denn hier los? Ja, spinnt ihr oder was? Okay. Ja, was ist denn hier? Weil wir haben nicht Eintritt bezahlt. Nein, weil wir den Eintritt nicht bezahlt haben. Aber weil wir drin waren. Tutaj, gdzie byliśmy, jest to takie nowe osiedle, które tutaj Żydzi zakładają, osiedlają się na pustyni, dostają wsparcie od miasta, budują swoje domy, osiedla. Jest tu, choć tutaj jest pustynia, jest tu dosyć źródeł na pewnej głębokości wodę. Na wodę. Jewish naval enterprise. The sooner we do this, the better our position would be. I raised funds and demanded to purchase land in the Negev. Regretfully, it did not happen, and the British issued the white paper which prevented us from settling in the Negev. World War II broke out. Our people were destroyed in Europe. We helped the British as if there was no white paper and stood against the white paper as if there was no war. We were busy with immigration. We were ready to sacrifice everything, suffer anything to return to Zion. And then... Okay. Es geht schon. Verschiedene Fragen. Nun kommen Sie in. To jest te nowe powstałe miasto na pustyni. W 1953 zostało utworzone. Nichts. Ja? Und alle sollen. Sehen Sie, das ist so dieselbe Gedanke wie die amerikanische Pioniere. Ja? Ja. Frau. Obwohl er hat viele Frauen gehabt. Ja. Was? Ja, er war ganz gut. Das sagt er, das glaube ich nicht. Und da hat er gesessen. Pipi gemacht. Ja. So war es. Ja, Wärme. Ja, das ist ja hier auch so.
Da sind zwei Badezien. Ja, die haben sehr verschiedene Geschenke von. Ja, so war es. Der Minister bei uns geht im Gefängnis. Ja, genau. Ja, bei spätestens Heiligkeit gesagt, das ist genau so. Das ist die 10 Gebote. Die 10 Gebote, das will ich wieder. Genau so, genau. 10 Gebote. Das hat nichts mit den Hirten da drüben zu tun. Kaviona Bakterie, so was, na Akku. Ja, ich habe vergessen, der Konrad Adenauer war hier, Willy Brandt. Ja, das sind doch mal 3 schöne Spiele, die spielen wir hier, ne? Ja. So eine Linie. Der Sohn von denen, der hat das früher mit ihnen hier rein. Dann dauert das. Und ich sage so, der geht immer auf die Nacht. Wie gesagt, war nicht so gut. Nun, die Geschichte. Warum eigentlich hier? In der Bibel, dieser Fluss unten, es gibt kein Wasser jetzt, aber im Winter noch gibt es, heißt es Teil. In Bezug auf die biblische Auffassung, hier war das Ende des Landes von Israel. Unten waren die Nabatäer. Deswegen, das war die Grenze zwischen den Israeliten und den Nabatäern. Ja, sehen Sie, deswegen steht in der Bibel Zin. Ja, wenn man überziehen, so das ist etwas Interessantes, was in der Bibel steht, in Bezug auf die biblische Auffassung, jedes Land hat seinen eigenen Gott. So ungefähr wie würde verschiedene Teile von dem Alten Testament, die biblische Testament, interpretiert. Wer geht über diese Zinnfluss, dann Gott hilft ihm nicht mehr, weil dort gibt es andere Götter. So war es, das ist die biblische Auffassung. Nur später in Babylon, sie haben Gott als universaler Gott entwickelt. Das heißt im Jahre, das später in 500 Jahre vor Christus. Sehen Sie, wir sollen es sehen, überall, wir sollen sehen, was bei uns würde Canyon genannt oder Machtesh. Das erkläre ich mit Speramon, dort sollen wir klar sehen. Und deswegen, wollte, dass ein Grab kein Mausoleum sein, das ist nur ein Grab. Die bezeichnen das bis in die Richtung nach der Wüste. Ja, das ist unsere Idee, nicht nach Norden, wo sind auch andere Araber Einwohner, sondern nach Wüste, wo das ganze Land leer ist. Okay? Das war seine Idee. So unten, es gibt verschiedene Straßen in diese Richtung, ungefähr 80 Kilometer gehen, dann kommen wir zu anderen Seiten von Jerusalem. Okay? Aber wir gehen weiter südlich. Okay?
So, hier ist ein Grab, jetzt des Staates, weil 20. Oktober 73 ist er gestorben und so ist das. Sehen Sie diese Bäume hier und da, sehen Sie, das sind die besonderen Bäume, die wachsen so in die Wüste. Eschen heißt es. Ja, der Name, der biblische Name. Ja, ja, so, wo gibt es einen solchen Baum? Das heißt, dass unten gibt es Wasser. So, das ist ein Zeichen. Nun, hier sehen Sie darüber, das ist die Ben-Gurion Akademie für Wüstenkunde. Und auch es gibt hier eine große Schule auch für Wüstenkunde, große Schule, Gymnasium eigentlich. Und deswegen gibt es, aber jetzt heutzutage, man kann sich ein Stück Land einkaufen und so, wie kann sich sein Haus bauen. Viele Leute, die glauben in die neue Religion, die ökologische Religion, dann kommen zu diesen Orten. Sehen Sie, immer gibt es frische Luft, ganz sauber, keine Industrie, so das ist der Grund, warum die Leute hier kommen. In die Wüste nehmen wir einen Stein und setzen sich auf den Grab. Das ist die Tradition. Überall. Bei den Muslimen, das ist auch so, aber die Muslimen nach 7 Jahren, man kann weg die Grab schmeißen. 7 Jahre? Viele, sagen wir, in Jemen oder in Süd. Zatrzymaliśmy się w jednym z parków narodowych podczas drogi przez pustynię. Widzimy pełno turystów. Whenever like you feel self-conscious, Right? She's always there. Like, you know, No i teraz pójdziemy piechotą gdzieś około 2-3 km zobaczyć. Dieser ist Süd von jetzt. Es gibt einen Weg über Jordanien und einen Weg über Negev. So, die Steine hier, was Sie sehen, sind die Schichten, die von 250 Millionen Jahren. So, man sieht die Schichten, zum Beispiel die verschiedenen Minerale, die verschiedenen Farben, heißt es gibt verschiedene Minerale. Zum Beispiel, wo gibt es Rot? Das ist Kupfer. Ja? So, das sind die verschiedenen Minerale. kommt doch schon wieder mit dem Stock.
hier, ja, das wäre es. Man kann ein bisschen weitergehen, aber genug. Von hier am Scharfendach. Am Scharfendach, so. Ja? Kommen Sie hier am Dicker. Ja, jetzt ist es raus. So. Bis zum Loch. Das ist immer Wasser. So dass die Gruppe dort geht. Widzisz? Millionen Jahren hier die ganze Gegend war See. Ja, großes See. So, vor 150 Millionen Jahren war kein See mehr. So deswegen diese ganze Fläche ist untergegangen. Später ist wieder mit See. So deswegen immer, das war die ganze Gelände hier, das ganze Kanyon auch voll mit Wasser. Und so vor 100 Millionen Jahren ist wieder noch ein Stück unten gegangen. Okay? Man hat viel von einem Meteorit gesprochen und so weiter, aber das ist nicht wahr. Okay? Moment, Leute. Kein Problem. Sie können später sprechen. Nein. Obwohl wir haben in diesem Hotel gehabt, dass eine Frau hat sich so nah gesetzt und mit ihrem Mann und sie ist plötzlich untergefallen. Und sie haben den Mann beschuldigt, dass er hat sie gemordet, aber ich weiß nicht wie. Er könnte echt nachprüfen, dass er hat sich getan. Okay, bei sich selbst.
da diese Canyon, ja, man kann von die Basis hier von 250 Millionen Jahren bis heutzutage. Okay? Unten sehen Sie den Weg, geht unten Süd bis Elat. Das ist der südliche Punkt von Israel. Ja? Warum sie dachten, dass man hier ein sehen Sie unten diese schwarze Fläche. So, sie dachten, das ist nicht so. Das sehen Sie verschiedene gedreht. Das ist wie ein Mund. Ja, man sieht es. יאללה בואו ניסים נו. רגע. נצלם אתכם. מה לעשות גם אני לא רואה. למה לא באת עם כובע? מהרגע הזה חייבים לרדת פה. מה זה מסוכן? כן, כל התארים פה. ליאור, תסתכל אליי. The city of Avdat watches from on high over the desert road, linking the Arabian Peninsula and Petra in Transjordan to the port cities of the Mediterranean. The ruins of Avdat, named after the Nabatean king Oboda, attest to its magnificent past. They are a window onto a unique continuity of time periods, royalty, and religions. Over the centuries, as the city flourished, it became renowned in the history of the ancient desert. Avdat was established in the 3rd century BCE as a way station in the heart of the Negev highlands. The great Nabatean camel caravans from Arabia stopped here, bearing their cargoes of perfumes, spices, incense, and other costly goods. At that time, those wandering Nabatean tribesmen were among the few who dared ply the dangerous routes across the arid expanses. This road, 2,400 kilometers long, which existed from the 3rd century BCE to the 4th century CE, eventually became known as the Incense Route. The Nabateans were originally tent dwellers, constantly on the move. Their early laws forbade them to plant trees, build homes, or drink wine. But after they became a rich and flourishing commercial kingdom, the rules changed. The Nabateans learned to channel rain and floodwater into plastered cisterns, which they hid well from the prying eyes of strangers. Using the water for agriculture and to quench the thirst of their flocks of sheep and goats, their hold over the desert strengthened. At first, they built forts and way stations along the road, providing food, water, and shelter to the caravan drivers and their camels. Over the years, these way stations became cities like Avdat, one of the most important stops on the incense route. Thus, from a hodgepodge of wandering tribes,
the Nabateans became a powerful, wealthy, and united people led by a king from his capital, Petra. In 106 CE, the Nabatean kingdom was annexed to the Roman Empire. The change did no harm to its thriving cities. At this time, milestones were set up along the road to mark it for the caravans. Settlement in the Negev reached its greatest prosperity during the Byzantine period. Cities grew, more land was cultivated, and additional roads developed, guarded by forts. The Nabateans gradually accepted Christianity, and splendid churches were built in the desert cities. Eventually, Greek replaced the Nabatean script. The UNESCO World Heritage Committee has recognized the historical importance of the incense route and the desert cities of the Negev that grew up along it. The committee has inscribed as a World Heritage Site a 65-kilometer-long portion of the road between the Moor Inn and Avdat. Most of this segment of the road, which is open to visitors, passes through the Matzok Hatzinim Desert Nature Reserve. Ideas, religions, new technologies, and cultural values also traveled this highway. And so, over the centuries, the incense route became a major influence in bringing together societies, people, and cultures. Most of Avdat's impressive sites are on the city's Acropolis, about 650 meters above sea level and 80 meters above the valley below. On a tour of Avdat, visitors learn about the lifestyle of its inhabitants and how a vibrant city could flourish even in the heart of the desert. Near the visitor center at the foot of Avdat is a wonderfully preserved bathhouse. On the way up the mountain to the south is a 3rd century CE Roman burial cave. On top, at the southern end of the city, is the lone Roman villa, commanding a view of the Byzantine agriculture areas. At the city's entrance is the Roman watchtower with its unusual architecture and a lintel bearing an inscription dating from 294 CE. At the foot of the tower is the Byzantine residential quarter, first inhabited during the Roman period. Opposite the gate of the city's fortress is the wine press. The press is often used to make wine in the ancient style. Avdat has 5 such presses, attesting to a thriving winemaking industry in the Byzantine period. Within the city walls are 2 impressive churches built using stones taken from Avdat's Nabatean temples. The lookout platform at the northwestern end of the city stands over the ruins of the Nabatean temple. It reveals a spectacular view of the city's slopes and the expanses of the Negev highlands. The western slope is riddled with caves carved into the limestone behind some of the hundreds of houses that once stood here. The caves served as tombs, dwellings, and storerooms. Avdat was abandoned, followed an earthquake,
at the beginning of the 7th century CE. But its silent remnants and the incense route that led here continue to tell the story of a unique culture that brought the desert alive and ruled it for centuries. Please help us protect Avdat National Park for you and for the generations to come. Drei waren viele Generationen. Warum eigentlich? War auch da auf in der batesischen Sprache, das ist ein Gott. So, der König war wie ein Gott, ja ungefähr. Sie haben sie haben, die erste Sprache war Kanaanitische, das uralte Hebräisch, das war 1500 vor Jesus. Und sie waren alle in dieser Gegend, sie haben keine schriftlich, kein Alphabet, kein Schrift und nichts. So, das wird alles, was wir wissen, ist nur in Bezug auf Carbon 18. Carbon 18, das ist in der Archäologie. Hat in die 3. Jahrhundert, zweite Jahrhundert, er hat den Krieg gegen die Nabatei gewonnen und er hat Petra zerstört. Petra war deren Hauptstadt und sie haben auch hier eine Festung gebaut, die Römer. Und das ist ziemlich spät, 3. Jahrhundert. Ja, 3. Jahrhundert. Nun, sehen Sie, die Byzantiner haben dieselbe Auffassung von Straße und Stadt. Das war die Cardo. Cardo war immer die Hauptstraße bei den Römern. So wir sollen in Jerusalem sehen, im Tempelmodell, sehen Sie da oben, dort waren immer Geschäfte. So waren damals über diese Bogen. So war es. Und hier waren die Häuser. Ja, Cardo war die Hauptstraße, die reichen Leute waren hier auf der Hauptstraße gewesen waren und das ist die Hauptstraße.
bedankt. Sie spüren, weil vor 2 Wochen war kein Vögel. Und von letzter Woche gibt es doch. So, es ist interessant zu sehen, dass sie spüren schon, nach Europa zu fliegen. Und es ist keine bestimmte Zeit. Ihr könnt einen Monat später oder manchmal früher, aber es ist, die Klima ist ganz angenehm, so sie können über verschiedene Länder. Teil nach Norden. Die weiße, sehen Sie, die weiße Material da, das ist Phosphaten. Diese Betriebe sind jetzt schon 6 Jahre von den Chinesen gekauft. Sie brauchen es nötig für Landwirtschaft. Das ist das beste Material für Landwirtschaft, chemischer Stoff. Was hier ist, meistens sind nach China exportiert. Sie bezahlen auch das ist auch wichtig für Metallindustrie und so weiter.
Also das sind die Saddam chemisches Betriebe, so wurde es auf Hebräisch genannt. Seit dem Zug nach Norden, nach Ashdod, der andere große Hafen von Israel. Weizmann, beide waren einer aus Polen, aus Russland. Sie haben diese Betriebe schon in den 20er Jahren gegründet. Auf der anderen Seite die verschiedenen Farben sind verschiedene Grundstoff. Die größte sehen Sie, die weiße sind die Phosphaten. Das ist sie haben die größte Bedarf. Insbesondere China und Indien gibt es diese Gruppe Prozent mit mehr als 20 Milliarden $. Es wurde Arbeit zu viele tausende Flüchtlinge in Jordanien geben und das soll auf die jordanische Seite, sehen Sie die andere Seite, die Gebirge, da ist Jordanien und sie sollen Wasser von Rotem Meer zu Toten Meer. Die Betriebe angefangen sind. Das wurde die Frau von Lot genannt. Ja, Frau von Lot. Sie hat zurückgedreht und sie ist zum einen Stein geworden. כן, So heißt dieser Kurort. Hier sind nur Hotels und Kurort. Im Winter alle diese Hotels sind voll, weil es gibt hier wenige Tage, dass überhaupt es gibt keine Sonne. So sehen Sie, die immer sind voll. Am meisten im Sommer, im Winter kommen hier Europäer. Im Sommer, das ist zu heiß für den. So, zwei Hotels, das ist Hod und Leonardo und andere sind, die Besitzer sind die deutsche Krankenkassen. Herods auch unten. Und sie schicken hier Amerikalılar.
bless you. Also an historic episode that the talented historian and writer Josephus Flavius wrote about almost 2,000 years ago. His account contains all the elements of a fantastic drama in which Jews, Romans, and idealists fight to the death. It's no wonder that Hollywood jumped at the opportunity to tell this fascinating story. With an impressive set and thousands of extras, they created a colossal film featuring the rebel leader Eleazar, son of Yair, and the Roman commander Flavius Silva in the leading roles. However, in the movie, unlike real life, no one really deals with the dilemmas or personal struggles, and certainly not with the more problematic aspects of the story. Then where should we start our story? We could start with the Hasmoneans, who were the first to discover the advantages of this isolated cliff in the heart of the desert. Or we could start at the end, with a dramatic project of the Masada excavations, with Yigal Yadin, the head of the excavation team, who would stand on the mountain and read Josephus Flavius' description of the account, and everyone around him could actually hear the echoes of the fighting. Or we could start the quest with King Herod. Herod, who ruled under the auspices of the Romans, built himself a magnificent fortress here on the mountain, which was to be his sanctuary in troubled times. And believe me, he really had troubles. Herod, like any other king, built his palaces to the highest standards of his day. One of them is this Western Palace. Herod's architect was probably a short guy. Here he built himself a bathhouse, and he would put his lamp here and enter his bath. What can I tell you? This king loved the good life. Until now, we spoke about Herod. It wasn't the splendor of Herod's style that made Masada what it is today. The year 66 AD, the Jews rebel against the Roman Empire. 4 years later, the temple is destroyed. Jerusalem falls. Everywhere else, the rebels were suppressed. Masada is the last stronghold where there are still Jewish rebels. And believe me, they didn't need Herod's palaces. The rooms in the wall were divided and used as living quarters. They lived from food in the storerooms, and they drank water from the cisterns, kindly left behind by Herod long ago. Right from the beginning of the excavations, signs of the rebels were found elsewhere, in the palaces, in the ritual baths, and in particular in the wall. The deepest experience I went through in Masada was when they found in this particular room the first piece of scroll. To see Hebrew letters coming out of the ground, the same letters which are used until today. Later, more fragments of scrolls were found. One I found with my own hands, but the first experience is unforgettable. Throughout the revolt, groups of refugees sought asylum on the mountain. About 1,000 rebels gathered at this fortress in the heart of the wilderness. In 73 AD, the Romans' 10th Legion arrived with thousands of armed soldiers who deployed themselves around the mountain. An enormous war machine. And the movies do it best, after the Romans, of course. The Romans built an attack ramp. The besieged rebels roll stones down it. The Romans lift a tower to the top of the ramp, equipped with a battering ram to smash the wall. The besieged erect a wood and earthen wall to sustain the blows of the battering ram.
The Romans burn it, but the wind almost burns their own tower. Then the wind veering as if by divine providence to the south, blowing with full force in the opposite direction, flung flames against the wall, which now was all ablaze. And in the evening, when the wall was burnt and breached, the Roman army returned to its camps, assured that the whole affair would be over by morning. But Eleazar had ideas of his own. This is it, the last night. My friends, we've reached the climax of the drama. However, unlike the movie, here apparently the events actually took place. And here at Masada, men with families were forced to decide slavery or death. Eleazar had no doubts, but he had yet to convince his comrades in arms. Ladies and gentlemen, the speech of Eleazar. Oh, my loyal followers, the time has now come that obliges us to make that resolution true in practice. Let our wives die before they are abused, and our children before they have tasted of slavery, and preserve ourselves in freedom as an excellent funeral monument for us, as we had preferred death before slavery. Once Iga Eliaddin was asked what was the most important artifact he found on Masada. Dozens of priceless objects were found here, he answered, but if I must point to one find, it would be these ostraka. These potsherds. These may be the lots that I'm holding now. Potsherds on which the rebels wrote their names. 10 men who were chosen were the only ones who remained. Their equipment had already burned, and each of them had already killed his wife and children. Then they drew the lots. Who would kill the 9th man and fall on his own sword? And in the morning the Romans arrived, and besides 2 women and a few children, everyone was dead. After the drama came silence. The silence was broken in the 5th century for nearly 200 years by a community of Byzantine monks. 1,200 years later, the first explorers came and rediscovered the mountain. Then the members of the youth movements, seeking a symbol of Jewish heroism, discovered Masada and adopted the mountain. After them came the hikers and the tourists. Masada had become a focus of pilgrimage. Professor Netzer, what do you really think about the act of courage that ended in suicide? Maybe it's the utmost courage to prefer death to a life of slavery. So it's death or freedom? Yes, death as a free man or slavery in the hands of the Romans. Which choice would you make? No matter what, Masada has become a symbol of staunch resistance against a fierce enemy. And if it is a symbol, then perhaps this might be some kind of victory. Ladies and gentlemen, I invite you to climb the mountain. Mind the gap. Mind the gap. Like Jack Scraps his wife. I had a little spot about one inch. You're right. All I need is an I'm looking down. I'm all right. I didn't get it in time. There's somebody climbing. Oh yeah, the people are climbing. See behind this guy's Yeah, right. I climbed down.
Leute, die laufen bei uns, sehen Sie, das Ja. sind Blätter. Ja, ja, das ist. Die täuschen ganz schön alle. Ja. Schon alles gesehen? Solo kein Problem. Solo. Okay. Kommen Sie alle hier. Wir befinden uns am Mesada. Mesada wurde von Herod der Große gebaut. Es dauerte für ihn damals 3 Jahre, diese ganze Festung zu bauen. Das ist kein Projektor heutzutage, das dann solche Sachen machen könnte. Wir gehen ein Stück. Hier zum Beispiel, Sie haben die Steine von all diese Gebäude gemacht. Steine wurden von hier. Nun sehen Sie unten innen, es gibt eine schwarze Linie. Sehen Sie so. Ja. So, in Bezug auf die archäologischen Ausgrabungen waren hier in den 50er Jahren von 56 bis 59 und diese Linie bezeichnet, was hier gefunden ist und da oben wieder gebaut wurde. So, ja, das ist klar in der Archäologie. Sie haben es nicht bei der Franziskanern gesehen, weil sie sind kein Wissenschaftler. Sie wissen nicht, wie soll man archäologische Ausgrabungen führen. Und dann sollen wir sehen, alle diese Komplex hier. Warum eigentlich hat sich entschieden? Herod war immer, sein Vater war König von Judäa im 21 vor Christus. Entschuldigung, im 91 von Christus. Und später wollte er auch ein König sein. Nur damals, die Römer haben ein System gehabt, wenn sie haben einen König, Vasall, sie haben seine Söhne nach Rom. Und er war 27 Jahre in Rom. Dort wurde er erzogen und dort hat er alles gelernt in Bezug auf Bausysteme. Er war die größte hat die größte Projekte, die damals war. Er war verrückt. Er wollte das Jerusalem zum Beispiel und dort hat er geschafft. Jerusalem war die dritte größte Stadt damals, im 1. Jahrhundert vor Christus und 1. Jahrhundert nach Christus. Und hier, wegen die verschiedenen Bürgerkriege in Jerusalem, er ist mit seiner Familie geflohen, ganz plötzlich. Und hier hat in dieser Festung war nichts. Nur die Soldaten in Jerusalem wollten nicht weiter in die Wüste gehen. Und er war hier ein ganzes Jahr hier auf dem Berg. Nur er dachte, dass er dort sterben, dass es gibt kein Wasser. Aber doch war er während der guten Winter, er hat genug Wasser gehabt für den Rest des Jahres. Ich habe die Glück zu haben, dass ich immer mit Schülern sind zusammen. Deswegen sagte er war in Bezug auf unsere Auffassung heutzutage war paranoid. Er hat Angst vor seiner Familie, dass jemand ihn töten und deswegen er hat 2 von seinen Söhnen, erst einmal seine Frau getötet und dann 2 von seinen Söhnen. Er war ihnen verdächtig, dass die Familie soll ihn umbringen. So man sagt,
in Bezug auf damals, dass Herodes war der größte König, der beste König für sein Volk und der schlimmste für seine Familie. Nun können Sie drin gehen und dann erzähle ich euch, was zu sehen. Hier war der Kommandant, hier war kein Palast, hier war sein Sitzzimmer und dort war sein Privatzimmer. Okay, sehen Sie, die Linie sehen Sie, das ist ziemlich hoch. So interessant ist zu sehen, wie hat jemand damals gebaut. Gehen Sie drin und dann gehen Sie hier in sein Wohnzimmer. Und könnt ihr ihn hier waschen. Ist das so genau, diese Farbe? Nachgebaut. Ja. Genau. Ja. Die Wachen haben dort auf dem Boden geschlafen. Waren die andere, sagen wir die Offiziere und so weiter. Und was sind alle diese, was wir hier sehen? Ja? So, das sind Laden und Speicher. Sie haben hier, Herodes hat so diese... Die Rede. Das war doch viel früher. War das viel früher? Das war doch viel früher. Der hat schon in den letzten Jahren, bevor die Festung verlassen wurde, dann. Ja, von mir. Das ist nicht mal ein paar Worte. Briefe, die haben Briefe haben ja. To były magazyny żywności. Na 10 lat starczyło żywności, takie to były zasoby. Weil das ist ein römisches Bad zusammen mit einem jüdischen Bad. Okay, was ist hier? Für die Römer, ich spreche von Offizieren, die Elite, Aristokraten, die Juden, die Aristokraten auch. Sie waren die ganze Zeit, von morgen bis abends, sie waren im Bad. Das war wichtig. Die Politik, alles war hier. So, erst einmal, sie sind hier hineingekommen. Ja, und das ist Frigidarium, dort war kaltes Wasser.
Und dann sind hier unten mit warmem Wasser. Und hier sehen Sie die Treppen am rechts. Ja, das ist der Mikve, die jüdische Bad. Und danach wieder kaltes Wasser. Nur warum ist es eigenartig? Sehen Sie, dieses Zimmer, es gibt kein anderes Beispiel. Wir sprechen fast 80 Jahre, 70 Jahre vor Christus. Sie haben hier unten Keramik gehabt und auf den Wänden auch Keramik gehabt. Und sie haben heißes Wasser, mit heißem Wasser diese Keramik, mit dieser Keramik gewärmt. Ja? Und die ganze Boden und alle Wände waren warm. Nicht Hammam. Das ist Hammam, das ist spät und ziemlich primitiv. Ganz primitiv. Heutzutage, wenn eine Wohnung in Europa gibt es einen Boden, das ist schon etwas. Wände gibt es nicht. Okay, so das hat er gebaut, auch für die Boden von Keramik. Die Keramik, man kann schon immer noch sehen, und auch für die Wände. Deswegen, das ist eigenartig. Ja, wir sprechen von einem, sagen Sie, ich habe 50, 70 Jahre vor Christus. Europa 19. Jahrhundert, vielleicht haben sie angefangen mit diesem Badsystem zu haben. Ja, ja. Und wenn fragt man, warum um diese Zeit waren Werk und rechts ist noch ein Mikve, das kalte Wasser, das ist das Wasser und dort war es warme Wasser. Die Mikve war mit, wenn sie hier die Boden war, die Boden so. Zweite Stufe für die Wände, sehen Sie die Wände, gibt es auch Keramik. Die zum Teil habe ich es renoviert, so waren die ganzen Wände. Ja, mit Keramik, mit heißem Wasser. Ja, das ist Keramik, alles war in Keramik. Und die ganze, sehen Sie, wie hoch es ist. Ja, so war damals auch die, sehen Sie, die Linie geht ganz hoch. So gibt es immer frische Luft von draußen. Und hier unten, man schwitzt. Ja, und dann ist kommt die Phase. War kein Problem. Es war keine Arbeitsvereinigung, nichts. Nördliche Pala. Nördliche Pala, sehen Sie, das ist da unten. Ich zeige euch später die Treppen, wie die Treppen, wo die Sklaven haben Herods unten hier mitgebracht. Ja? Dort hatte seine eigene Palas mit Bad und alles. Ja? Warum hier? Das ist Nord. Von dieser Richtung, niemand könnte es hier kommen. Ja? Eigentlich die Römer später, die sollen es, ich zeige euch, wo sollen wir laufen an diesem heißen Tag in Bezug auf euer Programm, hochlaufen. Dort war die Leute sind die Römer sind von die westlichen Seite nach oben gekommen, okay? Das ist Nord. So, jetzt können wir ein bisschen sehen über die Wassersysteme überall in der Wüste. Sehen Sie alle diese weiße Strecke da? Das sind die Wasser, die in Hebron, Jerusalem. Ja? Die Wasser im Winter sind immer von dieser Seite unten gekommen, bis zu dort sehen. So, das war das System. Das System gedacht daran, wie können Sie und so weiter. Aber sehen Sie, wo es gibt grüne Bäume, kleine Bäume und so weiter, das heißt, dass dort gibt es Wasser. Okay? So, das haben wir in der Bakterien erkannt. So, wir bleiben mit 20
Jeśli kukaj na mnie, żeby rasą działa. Wyłączyć? Jetzt gibt er mal an. Dann leck mal über deine Lippen. Auch ganz geil. Der freut sich wie verrückt. Wacek im potem martwe morze. Sie können das ranholen, ne? Ja. Bei dem Handy können Sie das näher holen? Ja, ja, ich sehe ihn noch. Ah ja, aber nicht mehr. Ui, Ja. habe ihn verloren, weil das geht schnell. Da ist er untergegangen. Jetzt, ja. Ja, da ist er doch. Ja, mehr kann Aber man Sie nicht haben machen. Video an. Ja? Ja. Der möchte Video. Ach so, dann ist er gut. Ja. Dann hört er jetzt meine Stimme die ganze Zeit. Ja. Szkoda, że się nie utopi. Komm runter! To jest plaża nad Morzem Martwym. I tak, dzisiaj jest środa, 7 marca, po długiej podróży po Izraelu.
Po jeździe przez pustynię z południa teraz przyjechaliśmy do Betlejem. Tak wygląda z naszego balkonu Betlejem. Wygląda, że będzie fajna pogoda. Zresztą przez cały czas od początku, od 1 marca mamy taką pogodę. Dzisiaj nie ma być tak ciepło jak wczoraj. Wczoraj było 25-26 stopni. Dzisiaj ma być 20. No i o 7 idziemy na śniadanie. I w tym hotelu jesteśmy tylko jeden dzień. I jedziemy do Betlejem. Zobaczyć wszystko, zabytki, co jest najważniejsze do zobaczenia, i jedziemy kierunek Jeruzalem. W Jeruzalem będziemy trochę dłużej, prawdopodobnie 3 dni. Jesteśmy w Betlejem. Tu wczoraj wieczorem przyjechaliśmy. To jest hotel, w którym mieszkamy. Rechts, das ist das größte Ministerium, das Finanzministerium. Und wir gehen oben. Und man kann die Sklaven von Judäa damals am Titusbogen im Rom sehen. Dort gibt es die originale Menorah. Und das ist ein bisschen neu gemacht in den 60er Jahren. Im Zentrum unten steht das Schma Israel, das heißt Herr mich Israel. Da oben sind 7 Propheten, verschiedene Ereignisse von dem Alten Testament. Und unten sind auch Ereignisse vom Alten Testament. Von Diaspora, erste Diaspora nach Babylon im 885 und die neue Diaspora, die nach Israel, neue Stadt, zurückgekehrt.
Und das ist 1948 Begründungsstadt des Israel. Ja? Uralte Name von ein Parlament von alten Leuten im Jahre 420 bis 70 während der zweiten Tempelzeit. Und die Struktur selbst, wir sollen später sehen im Israel Museum, das ist wie damals die Tempel war, dieser Quadrat. Ja? Heutzutage, das ist ein Arbeitstag, so deswegen man kann nicht die Knesset besuchen, wenn Arbeitstag ist. Es gibt noch eine Woche bei uns als Arbeitstag für das Parlament, weil dann vor die 2 Wochen vor Ostern, ja, alles sind schon weg. Ja. Jesteśmy w Jeruzalem i idziemy teraz do Jeruzalem Muzeum. Hier unten sind Toilette und Cafeteria, ja? Ich warte auf euch hier unten, ja? So, jetzt ist es Viertel nach 10, so um 11, sagen wir 11:30, 11:30, halb 2. Wie in Berlin die deutsche Geschichte, Deutsche Museum, okay, Jüdische Museum, das ist hier, die sind hier. Dort sehen Sie, das ist ein Denkmal, die normalerweise die Politiker kommen. Es gibt Feuer und so, das Politiker. Eigentlich das ganze Museum ist diese, sehen Sie, diese Gebäude, das ist Zentrum. Andere dort sind Zentrum für, es gibt für Gedächtnis für Kinder, es gibt dort Seminare und so weiter. Diese ganze Wald hier, ja, wenn Sie hier zu jemandem, weil bei Deutsch jemand fragt mir, hier wenn Sie links gehen, ein bisschen weiter, dort gibt es auch die Bäume von den Leuten, die haben Blut in der Röhre. Ja? Ja? Und die ganze Reihe hier, die Bäume der Röhre. Jesteśmy w muzeum, idziemy oglądać. I z powrotem. Tam byliśmy w Muzeum Holokaust w Jerozolimie. Teraz przyjechaliśmy do Muzeum Izraelskiego Muzeum, największego muzeum. Po drugiej stronie naprzeciwko widzimy Uniwersytet w Jerozolimie.
Kilo Valdese. Die Kreuzweg und dann zeige ich Sie. Erst einmal, wir sind in Front von uns, sehen Sie dieses Quadratgebäude. Dort ist der heiligste Ort. Einmal pro Jahr, der höchste Priester dürfe drin, ja, und er soll allein mit Gott sprechen. Dieser Tag heißt, das ist nach neues jüdische Neujahr, das heißt Yom Kippur. Unten sehen Sie in die Front, dort waren 4 Altare. Ja, und die Promenade, da sehen Sie die Promenade, diese ist diese Jerusalem. Ja. Ja. Nun, wie war es? Wir gehen dann nach unten und dann sehen. Auf der linken Seite sehen Sie diese kleinen Häuser. Dort war die älteste Stadt der Welt. Stadt von David genannt. Aber nur die Juden, die Israeliten eigentlich, eigentlich was ist der Unterschied? Jude ist ein neuer Name, die wurde in Babylon, das heißt Jahre 500, 600 nach Christus. Damals wurden alle Israeliten genannt. Ja, die Juden, der Name ist in Diaspora. Okay, auf der rechten Seite sehen Sie 4 Türme. Ja, dort ist Antonia-Festung. Existiert nicht mehr. Die Muslimen haben es ganz zerstört und sie haben dort eine muslimische Schule gebaut. So, dort in Antonia-Festung am rechts, diese 4 Türme, dort war Pontius Pilatus. Ja, und dort hat Jesus ist vor Pontius Pilatus gekommen. Diese 4 Türme, die Antonia-Festung. Hier sehen Sie unten, wir sollen unten gehen, ein kleines Tor. Das war nur für die Priester. Ganz umgekehrt. Salomon hat die erste Tempel gebaut, aber gleichzeitig hat viele Tempel für alle seine Frauen gebaut, alle möglichen Religionen, die damals in Nahen Osten gewesen waren. So sehen Sie, auf der linken Seite war ein Tempel, war ein Amphitheater und wir sollen auf der anderen Seite sehen, was war es. So die damalige israelitische Aristokratie war hier auf der rechten Seite nach oben. Okay? Nur noch ein Fehler, die gemacht wurde, nur die israelische Archäologen haben gefunden, man dachte, das gab es nur eine Mauer. Die Klagemauer eigentlich sehen Sie hier in Front von uns, wir sind in die östliche Seite und die Klagemauer ist an westliche Seite, auf der anderen Seite. Wenn wir auf der anderen Seite sein sollen, dann zeige ich die Via Dolorosa und Jesus Weg von Antonia-Festung bis zu Golgotha. Okay? Man soll es unten sehen. So, links waren viele Tempel, die israelitische Aristokratie. Auf der anderen Seite es gibt noch zweite Mauer und dritte Mauer. Ja? Das war keine einzige Mauer, es waren 3 Mauern. Okay? So, auf der erst einmal Antonia-Festung rechts. Fangen wir so an. Ja, sehen Sie die Antonia-Festung mit den 4 Türmen. Ja. Nun, Herod hat diese Festung gebaut. Dort waren nur römische Soldaten. Ja. Und damit hat er die ganze Tempelberg überwacht. Ja, es war immer Krawallen am Feiertag und so weiter, tausende Leute waren hier, so deswegen dort war die Antennefestung. So jeder damalige israelitische jüdische Feiertag, der Gouverneur oder der Protektor, so sagte man,
diese Stufe hier, dort waren die Priester. Nun, wir sollen morgen sehen, wir machen die ganze Weg, die Kreuzweg von Grabeskirche bis die Tempelberg. Wir können nicht am Tempelberg gehen, weil nur die Muslimen dürfen. Ja, die alle anderen dürfen 3 Stunden pro Tag, 4 Tage pro Woche. Und hier unten war Gethsemane. Ja, der letzte Mal wir sollen dahin sehen. Ja? So, Gethsemane, wir sollen von Gethsemane sehen und später machen wir den Jesusweg zurück, ja, zu Zionberg, wo die Konakulum ist. Konakulum, letztem Abendbrot. Okay? Ich sage mal, nun sehen Sie, das ist hier Gebenom, hier diese Tal heißt es, unten hier, man sieht keine, das ist Gethsemane, auf der anderen Seite ist Zionberg, wo der letzte Abendbrot war und die Klagemauer ist da. Okay, gehen wir hier von hier. Man kann die heilige Woche, Jesusweg in Jerusalem sehen. Okay, kommen Sie hier bitte. Es geht schneller. Es ist ziemlich heiß, aber es ist nicht wie im Sommer. Kannst du diese... Okay, Ja, so, Jesus ist von hier unten, war ein Tor. Okay, er ist zu diesem Stadtviertel gekommen, weil hier waren die armen Leute. So, in der Bibel steht es, dass er ist hier, sehen Sie, diese Promenade, wo alle Geschäfte waren. Ja, was für Geschäfte? Erst einmal, jede Person sollte hier in dieses großes Bad dahin baden. Sonst könnte er nicht weiterlaufen. Sehen Sie, Zentrum. Ja. Dann, er ist über diese Promenade. Wozu? Zum Beispiel, eine Frau hat ein gesundes Kind bekommen und sie wollte damit Gott danken. Ja? So, sie ist hier, sie war eine Frau, eine arme Frau. So, sie hat hier unten, sehen Sie, die bei Geschäftsleute, sie hat eine Taube gekauft. Okay? Okay, so war der Weg, sehen Sie, da oben.